Ausspannen bei Mickey Mouse. Der vielgeplagte Popsänger Michael Jackson erholt sich seit Ende letzter Woche im Euro Disney bei Paris. Dort zeigt er sich den Fans auf dem Balkon seines Hotelzimmers. Der Star war Anfang Dezember bei einer Fernsehaufzeichnung in New York zusammengebrochen und musste in einer Klinik behandelt werden. Kaum raus aus dem Krankenhaus geht Michael Jackson wieder seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Er ist im Disneyland und hat eine Horde Kinder an seiner Seite. Die Ärzte, sie machen sich immer noch Sorgen um den Gesundheitszustand des Popstars. Jacko scheint das ein wenig zu ignorieren, denn er stürzt sich wieder ins volle Leben. Frank Biernert und Nadja Dahan aus Paris. Michael Jackson in bekannter Pose, aber ohne seinen typischen Mundschutz. Er hält sich diesmal nur die Hand vor den Mund. Er wirkt etwas schwächlich, aber den Fans macht das gar nichts aus. Sie freuen sich, dass ihr Idol wieder auf den Beinen ist. Und besonders, weil sich der 37-jährige Popgott ausgerechnet bei ihnen im Pariser Euro Disney erholen will. Hunderte wünschen ihm gute Besserung. 2 Wochen nach seinem Zusammenbruch will Michael entspannen. Und das kann er am besten in solcher Umgebung. Die ganzen Fans warten vor dem Hotel und rufen Michael, Michael. Und er ist schon 3-mal rausgekommen und sagt Guten Tag. Am 6. Dezember probt Michael Jackson mit dem französischen Pantomime Marcel Marceau in einem Theater in New York. Plötzlich Schmerzen in der Brust. Michael bricht zusammen, muss auf die Intensivstation. Die Ärzte diagnostizieren eine Magen-Darm-Entzündung. Akute Lebensgefahr für den Künstler. Er ist wieder auf den Beinen, erholt sich hier in der Dornröschen-Suite in Paris. Ich glaube, in diesem Augenblick fährt er besonders gern mit dem Space Mountain, unser allerneuestes Karussell hier im Park. Ich glaube auch, dass er extra wegen Weihnachten hierher gekommen ist, denn da ist es bei uns immer am schönsten. In einer solchen Umgebung fühlt sich der Megastar besonders wohl. Er hat seine Fans um sich, alle zeigen ihm ihre Sympathie. Ich habe sogar ein Autogramm von ihm bekommen, erzählt uns ein Junge und zeigt es stolz in die Kamera. Jackos Unterschrift. Ich wollte eigentlich mit ihm sprechen, aber alles ging so schnell. Dennoch, ich habe ihn gesehen und das reicht mir. Sein neuestes Werk, Earth Song, schlägt schon wieder alle Rekorde. Auch das kann natürlich an der vielen Publicity in der letzten Zeit liegen. Seine Fans, sie haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Michael leibhaftig noch einmal zu ihnen kommt. Er enttäuscht sie nicht, allerdings mit der für ihn nötigen Distanz. So richtig nah kommt eben doch niemand an den König des Pop. Michael Jackson ist offensichtlich auf dem Weg der Besserung. Er spielt schon wieder. Knapp eine Woche nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus zeigte sich Michael seinen Fans in Euro Disney bei Paris, begleitet von einem Neffen und anderen Kindern, aber ohne seine Frau Lisa Marie will der Megastar in Disneyland ausspannen. Keine Bühnenauftritte bis zum Jahresende, das sagen seine Ärzte. Michael soll sich schonen und das tut er zurzeit in der Dornröschen-Suite des örtlichen Hotels. Glanz und Glamour, die Lichtlein brennen weihnachtlich. Die Stimmen der Fans rufen voller Verehrung nach ihrem Idol. Sie nennen ihn den König des Universums.
Das lockt selbst einen kranken, von einer Magen-Darm-Grippe geplagten Michael Jackson auf den Balkon seiner Dornröschen-Luxus-Suite. Es ist eben wie im Märchen. Und genau deshalb hat sich der Popstar wohl auch Euro Disney als Sanatorium ausgesucht. Gemeinsam mit vielen Kindern will Michael hier die von den Ärzten nach seinem Zusammenbruch verordnete Ruhepause genießen. Es heißt, selbst Weihnachten wolle er hier im Disneyland verbringen. Mickey und Minnie sind auch schon informiert. Aufgeregte Hotelgäste werden von ihnen zurechtgemacht. Und zumindest halb professionell danach auf Michael eingestimmt. Da werden selbst Mütter zu Kindern. Ich habe ihn vor 10 Minuten gesehen, erzählt uns diese Frau. Mein Gott, wenn ich das meiner Tochter erzähle. Und das war erst nach dem ersten Auftritt am Nachmittag, als es noch hell war. Ein bisschen blass um die Nase sei er schon, meinten hartgesottene Fans mit dem Lupenblick. Obwohl Michael Jacksons Nase bekamen sie eigentlich nie zu sehen. Sein Gesicht will der Star auch hier nicht zeigen. Eine Jacke dient als Mundschutz. Und so bleibt das Warten auf den nächsten Auftritt auf dem Balkon. Gesang und Träumerei in der Hotellobby, sehnsüchtige Blicke in die 4. Etage zum Eingang der Dornröschen-Suite. Michael repräsentiert die Musik, die gesamte Musik. Das kommt aus diesem berufenen Mund eines Fans. Und er ist trotz seines vielen Geldes ein bescheidener Mann geblieben, meint sie. Bescheiden und freizügig. Jawohl, 8-mal trat er deshalb auch am Abend auf den Balkon, schaute hinab auf die jubelnden Fans. Balsam für eine erschöpfte Seele. Und zur Unterstützung in der Dornröschen-Suite die 7 Neffen. Eben alles wie im Märchen.